Hallo Leute, Neues von Ola. Wir sind heute im Schwarzwald unterwegs und zwar in Triberg und möchten 4 Attraktionen sehen. Wasserfall, 3 Museen und einen schönen Rückweg über so einen tollen Naturpfad hier. Viel Spaß mit dem kleinen Video. Die ersten Minuten machen wir jetzt unterwegs und werden jetzt gemütlich noch einen Kaffee trinken erstmal. Ja Leute, das Tribergland hier ist wirklich wunderschön gemacht. Diese Modelleisenbahn, diese detailgetreue Nachempfindungen, wobei diese ganzen Themengebiete sind mehr oder weniger aus der Fantasie heraus. Also es sind glaube ich 1, 2 Tische, wo wirklich mit Zug ist zu echten Gebäuden. Auch ist hier der Triberger Wasserfall nachempfunden mit dem Bahnhof, aber alles andere so aus Fantasie heraus, wirklich schön gemacht, schön detailgetreu. Gefällt mir super. So, das war eine der Attraktionen hier und weiter geht's zur nächsten. Weiter geht's zur nächsten Attraktion, Triberg Fantasy. This a ticket talking Mazda for the biggest. That's a comma and a comma and a comma. Gotta get it, get it. And this a ticket talking Mazda for the biggest. That's a comma and a comma and a comma. Gotta get it. I'm a comma and a comma and a comma. Gotta get it, get it, get it, get it. Comma and a comma. Gotta get it, get it. And this a ticket talking Mazda for the biggest. That's a comma and a comma and a comma. Gotta get it. I'm a comma and a comma and a comma. Gotta get it, get it, get it, get it. Comma and a comma. Gotta get it. And it's a ticket talking Mazda for the biggest. That's a comma and a comma and a comma. Gotta get it. I'm a comma and a comma and a comma. Gotta get it, get it, get it, get it. Comma and a comma. So, ich war heim. It's a ticket talking Mazda for the biggest. That's a comma. Ich habe keine Lust mehr. Das Kind immer noch. Und weiter geht's zum Schwarzwaldmuseum, nächste Etappe. Das Schöne ist, die Attraktionen sind hier recht gut zu erreichen. Also man muss nicht sehr weit laufen, dann ist man gleich an den einzelnen Attraktionen.
Schon sehr interessant, wie die Trachten früher ausgesehen haben. Wie sich das alles im Laufe der Zeit dann entwickelt hat. Überaus interessant, was hier im Schwarzwald so alles erfunden wurde und gemacht wurde. Also zum einen diese Kuckucksuhren, schon sehr, sehr interessant hier. Hier wird auch ein Stück weit beschrieben, wie die Fastnacht, Fasching oder Karneval auch wohl religiöse Hintergründe hat. Ja Leute, 3 Attraktionen haben wir geschafft, haben wir hinter uns. Jetzt kommt, weiß nicht, ob es die schönste ist, aber da freue ich mich ganz besonders drauf, auf den Wasserfall. Also eine kurze Anmerkung. Hier ist sehr, sehr viel los. Ich meine, die höchsten Wasserfälle von Deutschland, das interessiert natürlich viele Menschen. Ich versuche so gut wie möglich zu filmen, dass ich nicht so viele Menschen drauf habe und mehr die Natur oder den Wasserfall in den Vordergrund bekomme. Also wie man sieht, sehr gut besucht, das Spektakel hier. Der Weg hier hoch entlang den Drehberger Wasserfällen ist schon gut ausgebaut, also asphaltiert, aber recht steil. Hier sind wir am Ende vom Wasserfall angelangt. Hat schon eine schöne Aussicht. Also
Ist schon beeindruckend, der Wasserfall über die, ich glaube, 7 Kaskaden nach unten. Da oben ist das Ende der Triberger Wasserfälle oder den Anfang, wie man es nimmt. Und wir laufen jetzt aber noch ein Stück eines Naturwegs weiter. Ja Leute, wir haben uns jetzt die Triberger Wasserfälle angeschaut und meines Erachtens schon beeindruckend, also schon toll. Nur ich für mich persönlich, ja, ich habe schon schönere Wasserfälle gesehen, aber für alle die, die hier relativ in der Nähe wohnen, bietet es sich schon mal an, hierher zu kommen und die höchsten Wasserfälle Deutschlands anzuschauen. Vor allerdings ist sehr gut für den Tourismus ausgebaut, also die Wege hier optimal zu laufen. Man hat auch immer wieder mal so Aussichtsplattformen, wo man die Kaskaden bestaunen kann von dem Wasserfall. Also dahingehend lohnt es sich wirklich mal herzukommen. Aber von weit weg, ja, nur wenn man noch viel wandern möchte in der Gegend oder auch andere Dinge anschauen. Also die Gegend ist so oder so schön hier im Schwarzwald. Also dann sollte man die Wasserfälle schon mal mitnehmen. Ja, wir werden noch gemütlich jetzt einen Naturweg entlang laufen und dann Mittagessen? Mittagessen. Ja, und ihr könnt gerne mal in die Kommentare unter reinschreiben, was ihr zu den Wasserfällen meint und ja, zu der Infrastruktur hier. Hier entlang führt der Weg wieder zurück zum Haupteingang der Wasserfälle. Unser heutiges Fazit zu den Triberger Wasserfällen, heute mal aus dem Jelly raus, weil wir ja jetzt gleich auch nach Hause fahren. Also, auf alle Fälle war es mal interessant, die Wasserfälle zu sehen. Also, was mir hier sehr gut gefallen hat, die 3 unterschiedlichen wie so Museum, dieses Fantasy und das Triberger Land. Triberger Land, genau, und auch Schwarzwaldmuseum, war sehr interessant. Auch die Wasserfälle, also Deutschlands höchste Wasserfälle mal zu sehen, sicher interessant, aber ich für mich, ich habe auch schon ja, andere und für mein Empfinden etwas schönere gesehen. Was mir sehr gut gefallen hat, das haben wir glaube ich auch schon gesagt, dass die Wege gut angelegt sind, also für den Tourismus. Schöne Wege, asphaltiert, man kann gut bis nach oben laufen, hat immer wieder tolle Plattformen, um ich sag mal, die Kaskaden zu sehen vom Wasserfall. Was ja mein persönliches Highlight war der kleine Naturweg dann nach unten. Das hat so ein bisschen Feeling hat von den Bergen und was wir sowieso lieben. Ja. Das war schön. Aber das war nur ein kleiner Teil von War der aber Welt. genau nur ein kleines Stück, Ja. was gelaufen ist. Und ich habe mir auch überlegt, ob ich künftig mal so ein Bewertungssystem mache, so ähnlich wie Wanderverliebt zum Beispiel oder die Wandersocken. Was meint ihr dazu? Ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, ob euch so ein Bewertungssystem hilft oder für euch interessant ist. Ja, und die Bewertung, da geht es halt wirklich um meine oder unsere persönliche Ansicht zu der Tour, auch mit den aktuellen Bedingungen, die wir vorgefunden haben, vom Wetter her, von unserer Stimmung her, von den Wegen her, etc. etc. Es spielt ja vieles mit einer Rolle, was in dem Moment in die Bewertung mit einfließt. Also
ist dann immer eine subjektive Bewertung, unsere Bewertung. Ja, da habe ich mir überlegt, bin noch am Überlegen, wie ich es mache, ob ich ein Punktesystem mache oder keine Ahnung, Daumen, Mitte, hoch, runter. Mal schauen. Aber könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare eure Meinung dazu reinschreiben, was ihr davon haltet. Oder ein paar Tipps auch. Oder auch ein paar Tipps, gute Idee, genau, oder ein paar Tipps. Also, aber das war es dann für heute, für unsere Wanderung, Triberger Wasserfälle, beziehungsweise die Attraktionenrunde hier in Triberg. Und dann bis zum nächsten Mal, euer Norbert. Und Nivia. Macht's gut, ciao.